Lukas und Sarah sitzen im Zug direkt am Fenster. Der Zug fährt langsam entlang des großen Rheins. Das Wasser glänzt hell. Draußen sieht man viele grüne Hügel und Berge. An den Hängen wachsen überall Weinreben in langen, geraden Reihen. Es ist ein sonniger Tag im warmen Monat Juni. Die Landschaft sieht aus wie in einem Märchen. Sarah macht viele Fotos. Lukas liest ein Buch über die alten deutschen Sagen. Er erzählt Sarah von den vielen Burgen auf den hohen Felsen am Ufer. Früher waren diese Burgen sehr wichtig für den Handel auf dem Fluss. Heute sind sie Museen für viele Touristen. Der Zug hält bald in einem kleinen Ort an. Lukas packt seine Tasche und steht vorsichtig auf. Die Reise ist herrlich. Schau mal aus dem Fenster. Wow, der Fluss ist wirklich riesig. Die Berge sind voller Weinreben. Ja, das sieht wunderschön aus. Möchtest du ein Foto machen? Ja, gib mir bitte mein Handy. Hier ist es. Der Ausblick ist toll. Wie heißt diese Burg dort oben? Das ist eine sehr alte Ruine. Wann müssen wir aussteigen? Wir sind in 5 Minuten da. Gut, ich bin sehr gespannt. Der Zug stoppt in dem kleinen Dorf Bacharach. Lukas und Sarah steigen mit ihren Rucksäcken aus. Die Luft riecht frisch. Der Bahnhof ist klein und sehr altmodisch. Überall blühen bunte Blumen in den Kästen. Es ist sehr ruhig hier. Man hört nur das ferne Tuten eines Schiffes. Sarah bewundert die alten Häuser aus dunklem Holz. Sie sehen sehr antik aus. Die Straßen sind schmal und mit Steinen gepflastert. Lukas findet den Weg zum Marktplatz ganz schnell. Es gibt dort einen Brunnen. Alte Laternen hängen an den Wänden der Häuser. Die Atmosphäre ist sehr romantisch und friedlich. Keine Autos stören hier. Bacharach ist bekannt für seine Architektur und die vielen kleinen Gassen. Sarah fühlt sich wie in einer anderen Zeit. Dieses Dorf ist so süß. Ja, die Fachwerkhäuser sind toll. Sind die Straßen aus Stein? Ja, das ist Kopfsteinpflaster. Wo ist das Zentrum vom Dorf? Gehen wir einfach geradeaus. Schau, die Kirche dort oben. Sie hat eine sehr hohe Spitze. Gibt es hier ein Café? Ja, dort drüben am Marktplatz. Lass uns dort kurz hinsetzen. Gute Idee. Ich brauche Wasser. Im Café erzählt Lukas eine bekannte Sage vom Rhein. Es geht um ein schönes Mädchen namens Lorelei. Sie saß auf einem Felsen. Sie hatte lange, goldene Haare und eine Harfe. Ihr Gesang war so süß, dass die Schiffer auf dem Rhein nicht aufpassten. Ihre Schiffe stießen gegen die gefährlichen Felsen. Viele Schiffe gingen im tiefen Wasser verloren. Es ist eine traurige Sage. Der Felsen der Lorelei liegt ganz in der Nähe. Heute ist er ein Ziel für viele Reisende aus der ganzen Welt hier. Sarah findet die Geschichte sehr poetisch und schön. Sie schaut auf den Fluss und stellt sich die Frau mit den goldenen Haaren vor. Die Wellen des Rheins erzählen viele Legenden.
Man muss nur genau auf die Geräusche hören. Lukas lächelt Sarah an. Wer war die Lorelei genau? Sie war eine wunderschöne Frau. Hat sie wirklich gesungen? Ja, die Legende sagt das. War das für die Schiffe gefährlich? Ja, wegen der starken Strömung. Gibt es dort heute ein Denkmal? Ja, eine Statue aus Bronze. Können wir dorthin fahren? Vielleicht morgen mit dem Boot. Das wäre wirklich fantastisch. Zuerst wandern wir zum Schloss. Nach dem Café beginnt der Aufstieg zur Burg. Der Weg führt direkt durch die Weinberge. Es geht steil bergauf. Lukas liebt das Wandern in der frischen Natur. Die Sonne scheint warm auf die grünen Blätter. Überall wachsen Trauben. Aus diesen Trauben macht man den berühmten Wein. Die Arbeit am Hang ist für die Winzer schwer. Sarah macht eine Pause. Sie schaut zurück auf das kleine Dorf unten. Die Häuser sehen jetzt wie kleine Spielzeuge aus. Der Rhein glänzt golden. Ein kleiner Pfad führt immer weiter nach oben. Vögel singen in den Büschen am Wegesrand. Es ist sehr idyllisch. Lukas hilft Sarah über einige große Steine. Sie sind fast am Ziel ihrer kleinen Wanderung. Die Burg ist nun nah. Ist der Weg zu steil für dich? Nein, aber ich bin etwas müde. Schau dir diese Aussicht an. Wow, man sieht das ganze Tal. Die Trauben sind noch grün. Wann werden sie eigentlich reif? Ich glaube erst im September. Wie heißt dieser Wein hier? Das ist meistens Riesling. Ich mag süßen Weißwein sehr. Wir probieren ihn später. Gut, lass uns weitergehen. Lukas und Sarah stehen vor dem großen Burgtor. Es ist aus schwerem Holz und dunklem Eisen gemacht. Die Mauern sind sehr dick. Die Burg heißt Stahleck und ist sehr berühmt. Früher lebten hier Ritter in ihren glänzenden Rüstungen. Es gab auch tiefe Keller. Man hört das Klappern von Schlüsseln an der Pforte. Ein freundlicher Führer begrüßt die Besucher. Er trägt historische Kleidung. Im Innenhof wächst ein sehr alter Apfelbaum. Die Fenster der Burg haben kleine, bunte Gläser. Alles wirkt sehr authentisch. Lukas berührt die kalte Mauer aus grauem Stein. Er spürt die Geschichte dieses besonderen Ortes. Sarah ist sehr fasziniert. Sie gehen durch den dunklen Eingang hinein. In der Burg ist es kühl und etwas schattig. Die Entdeckung beginnt jetzt. Das Tor ist wirklich riesig. Wie alt ist diese Burg? Sie ist fast 1000 Jahre alt. Haben hier echte Ritter gewohnt? Ja, das war ihre Festung. Ist der Eintritt hier teuer? Nein, er kostet nur 5 Euro. Dürfen wir drinnen Fotos machen? Ja, aber bitte ohne Blitz. Okay, das mache ich so. Kommst du? Die Führung startet. Ja,
Ich komme sofort mit.